Yo Morpheus, welchen VPN empfiehlst du eigentlich? Das ist nicht so einfach. Ein VPN allein macht dich kein Stück anonymer. Ja, aber welchen soll ich mir holen? Okay, meine Freunde, hier die lange Antwort. Und ich warne euch, wenn auch nur einer von euch das Video nicht komplett anguckt, ja, ich sehe das. Ich finde euch und ich zeige euch das ganze Video. Also, fangen wir an. Diese Frage kriege ich nämlich ungefähr 12 Mal am Tag abgerundet. Welchen VPN soll man sich holen? Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, was genau ein VPN kann und was er nicht kann. Ein VPN ist ein Server, auf den ihr euch verbindet. Sozusagen ein Hüpfer, zusätzlich zwischen euch und der Webseite, die ihr aufrufen wollt. Das heißt, normalerweise ruft ihr eine Website so auf. Euer PC, Router, Internetanbieter, einige Verteiler und dann irgendwann die Webseite. Zur Einfachheit stellen wir uns das Ganze jetzt mal so vor. Ihr Telekom-Website, okay? Okay. Da rein kommt jetzt im Fall eines VPNs natürlich noch der VPN. Das heißt, ihr Telekom VPN Website. Das ist ein Hüpfer mehr und macht im Normalfall eure Internetgeschwindigkeit auch ein kleines bisschen langsamer. Vor allem aber erhöht es euren Ping. Das heißt, es dauert länger, bis ihr die Website seht. Warum sollte man das also dann überhaupt machen? Nun, heutzutage merkt man einen VPN kaum mehr und naja, man hat halt einen VPN vor die Website geschalten. Ohne VPN sieht die Telekom in den Paketen, die ihr ins Internet blast, welche Website ihr aufruft. Das sind sogenannte Metadaten und die kann man auch nicht verschlüsseln. Das kann zum Beispiel kritisch werden, wenn ihr illegale Streaming-Websites aufruft. Das ist wohl der berühmteste Fall, würde ich sagen, aber es ist auch generell ein bisschen, sagen wir, unangenehm, denn eure IP-Adressen, die bei jedem Aufruf ebenfalls dabei stehen, die kann die Telekom eindeutig auf euch zurückführen. Denn ihr habt ja den Anschluss gekauft und die Telekom weist euch diese IP-Adressen jeweils zu. Das heißt, die Telekom weiß, dass ihr um 17:42 Uhr auf eine Porno-Website gegangen seid und für exakt 42 Minuten die ganze Zeit weitere Pakete an diese Porno-Webseite kamen. Da kann man dann rauslesen, dass ihr 42 Minuten lang auf genau dieser Porno-Webseite wart. Das ist irgendwie nicht so geil. Die Sachen werden dann nämlich auch alle gespeichert. Noch ein bisschen blöder ist, dass die Polizeibehörden die Daten natürlich abfragen können, wenn sie wollen. Und damit das leichter geht, haben die meist noch einen direkten Draht zu den Internetanbietern. Ein VPN, den man jetzt dahinter platziert, also hinter der Telekom, führt dazu, dass nun die Telekom nur noch sieht, dass ihr den VPN aufruft. Das heißt, ziemlich unspektakulär, denn dorthin gehen halt alle eure Webseitenaufrufe, weil alles über den VPN geht. Also Wikipedia genauso sehr wie eine Porno-Webseite. Das heißt, die Behörden und die Telekom wissen nicht mehr, welche Website ihr eigentlich aufruft. Der zweite große Punkt ist, die Websites sehen ja auch eure IP-Adressen. Und die können über die IP-Adresse ein Protokoll über euch anlegen. Zum Beispiel kann man einen groben Standort rausfinden. Kombiniert man das mit eurem Browser-Fingerprint, entsteht für fast jeden Menschen ein individuelles Profil. Und das zu unterdrücken, ist sehr viel Arbeit. Dadurch kann zum Beispiel die CIA herausfinden, wer sich auf ihrer Website umgesehen hat. Die Behörden hier in Deutschland können herausfinden, dass ihr euch gerade ein Gesetz über illegales Streaming angesehen habt und die Phishing-Websites, die ich aufgerufen habe, um mehr Infos über sie herauszufinden, die können sehen, woher ich ungefähr komme und wann ich aktiv bin. Das sind Informationen, die möchten Privatpersonen, aber natürlich auch Journalisten und Aktivisten, die vielleicht verfolgt werden, verstecken. Ich persönlich aktiviere zum Beispiel immer einen Anonymisierungsdienst, wenn ich auf chinesische Websites zugreife, weil ich nicht möchte, dass sie mich tracken und wissen, dass ich bei ihnen auf den Seiten nach irgendwelchen Informationen gesucht habe. Und hier kommen wir genau zu diesen Diensten. Es gibt mehrere. Es gibt sogenannte Proxys, die könnt ihr in eurem Browser einstellen und die leiten dann alles von diesem Browser über den Proxy und dann an die Website. Es gibt VPNs, die machen das Ganze nicht nur für den Browser, sondern für das gesamte System. Und es gibt den Tor-Browser, bzw. das Tor-Netzwerk, der das nicht nur mit einem Hüpfer, sondern mit 3 macht. Das heißt, nicht nur ihr VPN oder ihr Telekom VPN und dann direkt drauf, sondern ihr Telekom Hüpfer, 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 Ziel. In einem Netzwerk, das sich sogar die ganze Zeit ändert. Also ziemlich detailliert. Das Tor-Netzwerk ist sehr anonym, mehr als ein VPN es jemals sein kann, aber es leidet halt leider an den Geschwindigkeiten, selbst heute noch. Über das Tor-Netzwerk etwas aufzurufen, dauert schon länger als normal und hier kommt noch dazu, dass die meisten Websites solche Aufrufe erkennen, die aus dem Tor-Netzwerk kommen und ein Captcha verlangen. Vor allem bei Google ist das furchtbar nervig. Wenn ihr was googelt, Captcha. Wenn ihr nochmal was anklickt, Captcha. Und ja, wir wissen alle, wie
unfassbar unintuitiv diese Dinge sind. Deswegen haben VPN-Dienste in den letzten Jahren einen regelrechten Hype erlebt. Sie sind leicht zu nutzen, haben mittlerweile Clients auf allen Plattformen, also Android, iPhone, PC natürlich, Linux, Windows, Mac, völlig egal. Aber sie kosten halt etwas. Also das Tor-Netzwerk kostet an sich nichts, ist aber wie gesagt sehr langsam. Dafür hat man dann die Auswahl eben auch aus sehr, sehr, sehr vielen Standorten. Etwa kann ich meinem VPN sagen, dass ich jetzt mal kurz aus Deutschland kommen möchte. Zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin und dann merkt Netflix nichts davon und ich kann easy weiter Serien gucken. Aber ich kann es auch woanders hinstellen. Aber mal ganz ehrlich, wer im Urlaub Serien guckt, der ist richtig hart lost, wenn ihr mich fragt. Aber ja, Geoblocking, das kann man mit VPNs häufig umgehen. Sie werben außerdem mit Sicherheit in öffentlichen Wi-Fis und auch hier ist nicht alles gelogen, aber euch wird nicht die volle Wahrheit erzählt. Öffentliche Wi-Fis an sich sind nicht unsicher. Wenn ihr allerdings in einem öffentlichen Wi-Fi eine Website ohne Verschlüsselung, also ohne HTTPS aufruft, dann könnte das von jemandem mitgelesen werden. Ein Hacker könnte außerdem einen Man-in-the-Middle-Angriff durchführen, aber den erkennen die meisten Browser und warnen euch davor. Wenn ihr also eure Warnung nicht ignoriert im Browser, werdet ihr eigentlich kein Problem mit öffentlichen Wi-Fis haben, denn unverschlüsselte Websites, auf denen ihr sensible Daten eingeben könnt, die sind quasi ausgestorben und das ist wirklich gut so. Kommen wir also zum größten Selling Point von VPN-Anbietern und das ist die Privatsphäre. Hier sei mal ganz kurz erwähnt, dass ich mich mit einem Polizisten vor kurzem unterhalten habe, privat, und er möchte anonym bleiben. Aber ja, VPNs führen dazu, dass häufig Ermittlungen nicht weitergeführt werden können, selbst von Leuten, die so viel Kompetenz haben, dass sie einfach überall IP-Adressen abfragen können. Das geht tatsächlich so weit. Aber auch hier, bitte nicht einfach blind vertrauen und kaufen, sondern Brain nutzen. Ein VPN-Dienst verschleiert eure IP-Adresse. Mehr nicht. Das heißt, wenn jetzt Google von euch ein Profil anlegt, ihr aber nicht eingeloggt seid, dann binden die das an eure IP und euren Browser. Nutzt ihr jetzt eine andere IP-Adresse, weil ihr im VPN seid, ist Google ein wenig verwirrt, aber der Browser reicht da häufig trotzdem noch aus, um euch zu identifizieren. Nutzt ihr jetzt noch weitere Mechanismen, um euren Browser zu verschleiern, ist Google so verwirrt, dass es sich selbst verletzt und euch nicht mehr zuordnen kann. Das heißt auch hier, wiegt euch nicht in Sicherheit, nur weil ihr einen VPN benutzt. Die richtig witzigen Gestalten sind dann immer die, die auf ihrem Android-Handy, wo sie mit ihrem Google-Account eingeloggt sind, einen VPN installieren und erwarten, dass sie völlig anonym sind. Hey ihr Nasen, ihr seid bei Google eingeloggt. Das heißt, ihr nutzt trotzdem euren Account. Ihr seht also, ein Brain braucht ihr trotzdem. Ein weiterer extrem wichtiger Punkt ist der folgende. Ihr müsst dem VPN-Anbieter vertrauen, denn alle Informationen, die vorher bei der Telekom lagen, liegen jetzt halt bei dem VPN-Anbieter. Speichert der VPN-Anbieter alles, seid ihr genauso dran wie davor auch. Und hier kommen wir gleich zum großen Vergleich, denn hier gibt es einige sehr, sehr wichtige Dinge, die ihr beachten solltet beim Kauf eines VPNs und von einem VPN selbst. Und hier ist er, der große Vergleich. Und kommt mir jetzt nicht wieder mit zu viel Gelaber davor, ich werde auf dem Kanal nicht einfach eine Empfehlung aussprechen, wenn viele Leute einfach keine Ahnung haben, was sie da eigentlich kaufen. Zunächst mal, es gibt einige 100 VPN-Anbieter. Ich vermute, ich habe längst nicht alle in meine Recherchen mit einbezogen, aber ich will anhand meiner Kriterien mal zeigen, wie man da dran geht und ihr könnt das dann auf den jeweiligen Anbieter so noch übertragen, also falls ich was ausgelassen habe. Um erstmal eine grobe Filterung vorzunehmen, schauen wir uns an, in welchen Ländern die VPNs ihre Heimat haben. Das heißt, wo die Rechtsprechung ist. Denn je nachdem, wo eine Firma beheimatet ist, gilt anderes Recht. Ist eine Firma in Deutschland, kann da jederzeit eine Behörde vorbeikommen und Informationen verlangen. Oder sie kann den VPN-Anbieter dazu verpflichten, ab sofort mitzuschneiden für zum Beispiel diese Person. Unterteilt wird hier in sogenannte Five Eyes-Länder, die extrem überwachen. Diese Länder kooperieren auch miteinander und tauschen munter Daten aus. Dazu gehören dann zum Beispiel die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Erweitert wird das Ganze aber trotzdem auf die 9 bzw. 14 Eyes, also 14 Augen, weil es halt 14 Länder sind, die da auch mitmischen. Zu den 14 Eyes gehören zusätzlich zu den ersten 5 noch Dänemark, Frankreich, Holland, Norwegen und Deutschland, Belgien, Italien, Schweden und Spanien. Diese Länder sollte man meiden als Firmenstandort eines VPNs und als Standort, den man später ja auswählen kann, wenn man sich verbindet.
Ich habe zusätzlich noch die Schweiz, Tschechien, Ungarn, Island, Polen und Japan dazu gezählt, da sie da erstmal auch mit kooperieren. Diese Länder können dann also Anträge stellen, dass Daten für Kunden beim Betreiber mitgeloggt werden müssen, natürlich ohne dass ihr als Nutzer sowas mitbekommen würdet. Filtert man die alle raus, bleibt da zumindest weniger übrig. Raus fliegen in dieser Runde auch bekanntere VPNs übrigens, wie Mullvad VPN, die ihren Standort in Schweden haben, oder TunnelBear aus Kanada. Auch Proton VPN, der Dienst von ProtonMail, fliegt raus, der liegt nämlich in der Schweiz. Gerade auch bei ProtonMail gab es hier, um mal ein kleines Beispiel zu sagen, auch einen Aufreger vor kurzem, der das Ganze ziemlich gut zeigt. Die E-Mails sind ja eigentlich privat und nicht lesbar. Das Land hat aber den Antrag an ProtonMail gestellt und dann mussten sie zukünftige Aktivitäten von diesem User mitloggen. Übrigens sei hier kurz erwähnt, man kann sich natürlich sehr leicht auch selbst einen VPN erstellen. Einfach einen Server mieten und Software drauf installieren. Bei vielen Firmen ist das völliger Standard, aber anonymer macht euch das eben selten. Denn ihr müsst beim Kauf eines leistungsstarken Servers in der Regel mit PayPal, Lastschrift, Überweisung oder Ähnlichem bezahlen und eure Adresse für eine Rechnung angeben. Außerdem, sofern der Server in solch einem Land steht, bringt das Ganze natürlich wenig, weil dann habt ihr dieselben Probleme wieder. Der Betreiber kann wieder anfragen und das war's dann auch schon wieder. Anonyme Hosting-Betreiber zu finden ist noch deutlich schwerer als anonyme VPNs zu finden und auch unfassbar viel teurer, denn euch reicht hier kein Webspace, ihr braucht einen richtigen Server, um das anonym zu installieren. Wo wir gerade beim Thema sind, in meiner Liste bleiben dann immerhin noch 22 VPN-Anbieter übrig. Das ist nicht wenig und bringt mich zu meinem nächsten Filter. Die Bezahlung und die hinterlegten Daten. Wenn ihr einen anonymen VPN habt, der eure Zahlungsdaten hat, dann ist das recht witzlos. Nehmen wir an, eine Behörde kommt trotzdem vorbei. Im besten Fall wollen wir dennoch keine Informationen hinterlassen, die wir nicht hinterlassen müssen. Also, anonyme Bezahloptionen. Was gibt's da nur? Oh, warte. Kryptowährung. Wie unerwartet. Also, wollen wir einen Anbieter, der mit Kryptos bezahlbar ist. Da es auch möglich ist, anonyme Bitcoin zu bekommen, zum Beispiel man kauft sich Bitcoin, tauscht die auf einem dezentralen Exchange zu Monero und tauscht die wiederum zurück in Bitcoin, dann kann ich hier eigentlich alle Kryptos als Zahlungsmittel akzeptieren und auch PaySafeCard ist okay, denn die kann ich mehr oder weniger anonym im Laden kaufen. Und wo wir gerade bei Zahlungen sind, ich werde auch immer wieder nach kostenlosen VPNs gefragt. Lasst die Finger davon. Kostenlose VPNs sind entweder Werbung für die Premium-Dienste und dermaßen langsam, dass man sie nicht nutzen will, oder sie tracken euch, denn ansonsten können die nicht limitieren, wie viel Gigabyte ihr überhaupt gerade übertragen habt. Sobald es so ein Tracking-Modell gibt, ja, ist alles lost. Wie sonst soll sich aber auch sonst das Geschäftsmodell dieser VPNs lohnen? Ich meine, die verlangen nichts. Hier fliegen also auch wieder 5 Anbieter raus, denn selbst unter den Anonymen sind die häufigsten Zahlungsmethoden nur Kreditkarten. Ist ein bisschen sad. Wenn ich zudem weg möchte von Vorratsdatenspeicherung all meiner Websites aufrufe, nichts anderes versuchen wir ja, dann brauche ich natürlich einen VPN, der nicht mitschreibt, welche Aktivitäten ich hatte. Das Ganze nennt sich normalerweise Logging Policy oder No-Log Policy und gleichzeitig ist das einer der schwierigsten Punkte. Behaupten kann man viel, vor allem wenn man damit Marketing machen kann. Ob es wirklich so ist, ist sehr schwer zu sagen, wenn nicht sogar ganz unmöglich. Das Ganze kennt ihr aus dem Video zu Startpage von vor 2 Wochen. Ist halt alles Vertrauenssache. Und dieses Vertrauen wurde auch in der Vergangenheit bereits missbraucht. Oder zumindest wurde sich widersprüchlich darüber geäußert. Hier haben wir zunächst mal EarthVPN, die eine No-Log-Policy haben. Allerdings wurde ein Nutzer ihres Dienstes festgenommen, obwohl er den Dienst eben benutzt hat. PureVPN wirbt ebenfalls mit No-Log-Policy. In den Datenschutzrichtlinien finden wir allerdings raus, dass Verbindungen und Bandbreite durchaus gespeichert werden. Vielleicht nicht, wohin ihr euch verbindet, aber dass ihr euch verbunden habt und wie lange, das wird gespeichert. Trotzdem kann ich jetzt zumindest mal eben die auch noch rauswerfen, die auch noch behaupten, dass sie das eben nicht tun. Das macht die ganze Geschichte noch einfacher. Und da haben wir dann auch noch mal LimeVPN. Die sagen im Endeffekt, dass sie nicht loggen, außer eben wie viel Traffic man verbraucht und wie lange man sich verbindet. Alle anderen Anbieter haben eine No-Logs Policy, zumindest behaupten sie das.
Auch mein nächstes Kriterium erfüllen übrigens alle noch übrigen Anbieter. Das Anbieten von OpenVPN, um sich zu verbinden. Das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man zum Beispiel unter einem Linux-System, zum Beispiel in einem Raspberry Pi, einen VPN einrichten möchte. Und damit sind wir bei den Features angelangt. Bis hier waren erstmal alles Must-Have-Kriterien. Jetzt wäre es noch geil, noch besser geschützt zu sein, oder? Also, wir sind immer noch bei 15 Anbietern. Das heißt, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal um. Und damit schauen wir uns Multi-Hop an. Multi-Hop bedeutet, ihr verbindet euch nicht nur zum VPN und dann zur Webseite, sondern zu einem VPN, dann zu einem weiteren VPN und dann zum Ziel. Das ist extra geil und hier geht es jetzt ein wenig um die Verfolgung des Ganzen. Also, hier eine kleine Geschichte, die mich gelegentlich begleitet. Wenn ich investigativ recherchiere, dann weiß ich natürlich nicht, wohin mich meine Reise führt. Und ich weiß nicht, ob ich eventuell Leuten auf den Schlips trete, die Kontakte zur Polizei vielleicht haben, die dann wiederum meine IP-Adresse rausrücken könnten und ja, das ist nicht so toll für mich. Klar, das Tor-Netzwerk ist geil dafür, aber aufgrund der vielen Captchas einfach nicht so gut zu gebrauchen für solche Recherchen. Daher nutze ich da gelegentlich Multi-Hops. Das bedeutet, ich verbinde mich zu mehreren Servern hintereinander, die allesamt natürlich nicht in Deutschland liegen. Einer liegt zum Beispiel in Hongkong und einer liegt vielleicht in Afrika, so als Beispiel. Jetzt müssen Behörden erstmal die IP-Adresse bei der Website rausfinden. Die IP ist dann natürlich eine IP-Adresse in Hongkong und das ist unfassbar teuer, dort einen Server zu durchsuchen. Vor allem für deutsche Behörden. Es ist quasi fast unmöglich. Selbst wenn sie das schaffen und sogar selbst wenn dort die IP-Adresse mitgeloggt wurde, dann kommt nur eine IP-Adresse in Afrika raus, was nochmal unfassbar teuer ist. Ja, und den letzten Trick verrate ich euch am Ende. Also im Grunde ein geniales Feature, das halt Strafverfolgung irgendwann unverhältnismäßig teuer macht und daher wird das dann meistens auch gar nicht mehr weiter verfolgt. Okay, wer kann das? Und klar, man könnte das auch so einrichten, dass ich mehrere VPNs kaufe und die dann einrichte. Das ist aber je nach System schwierig und man muss virtuelle Maschinen oder externe Geräte benutzen, man muss da viel rummurksen, aber ja, es ist halt einfach nicht nutzerfreundlich, okay? Lasst uns also bis zu den Top 10 noch erstmal sagen, wer es nicht kann. Darunter ist nämlich der häufig empfohlene Dienst CyberGhost VPN auch. Der fliegt hier raus. Auch ExpressVPN kann das nicht. Genauso wie die meisten anderen. Denn wenn wir hier fertig sind mit Filtern, dann haben wir nicht nur unsere Top 10, sondern wir haben die Top 4 Anbieter. Doublehop.me, Hide.me und Surfshark und NordVPN. Diese 4 erfüllen alle Kriterien von oben, das heißt, der Sitz der Firma liegt in privacyfreundlichen Gebieten, sie loggen zumindest nach ihrer eigenen Aussage nicht, man kann sie anonym kaufen mit Kryptowährung und sie bieten Multi-Hops an. Deswegen habe ich mir die mal etwas genauer angesehen. Angefangen mit dem Zertifikat ihrer Webseite. Das von Doublehop.me ist nämlich hier auf Cloudflare ausgestellt, nicht auf Doublehop.me. Das bedeutet, dass sie Cloudflare zwischengeschalten haben, welche unter Umständen den Traffic mitlesen können. Das ist auch bei Surfshark der Fall. Nee, da waren es nur noch 2. Hide.me und NordVPN. Hättet ihr gedacht, dass NordVPN so weit kommt? Ich habe tatsächlich mich gelegentlich abfällig über sie geäußert, allerdings natürlich nicht on camera, ist klar. Aber ja, beide Dienste haben gute Verschlüsselung, unterstützen sehr viele Protokolle, IPv6 wird unterstützt. Beide haben einen Kill-Switch, damit man auch nichts, damit ja gar kein Traffic durchkommt, falls irgendwann mal aus Versehen der VPN ausfällt. Und beide erlauben P2P-Traffic wie zum Beispiel Torrents. Und deswegen habe ich beide Dienste getestet und man muss schon sagen, dass beide gut sind. Aber, und hier kommen wir zum spannenden Fazit des Vergleichs. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist dieses Video ein Werbevideo. Allerdings bin ich etwas anders an die Sache herangegangen als viele andere. Ich habe von euch enorm viele Anfragen zu diesem Thema bekommen und ich wollte euch einfach nicht alleine damit lassen. Aber bitte bleibt nach dem Fazit trotzdem noch kurz da, denn es gibt noch ein paar wichtige Tipps, wie ihr ein VPN nutzen könnt und wie nicht. Ich habe also auf euren Wunsch und witzigerweise auch auf den Wunsch einer Kollegin hin diesen Vergleich angefertigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass NordVPN den Test gewonnen hat. Denn sie bieten euch im Gegensatz zu Hide.me ein Feature, das ich unfassbar geil finde.
Onion over VPN. Ihr verbindet euch zuerst mit dem Tor-Netzwerk und danach mit einem VPN-Server von NordVPN. Dieses Feature bedeutet, dass nicht mal NordVPN selbst eure IP-Adresse mitbekommt. Klar, kann ich auch selbst einrichten, wenn ich richtig paranoid bin, aber es ist grundsätzlich halt schon nochmal geiler. Es liefert Sicherheit und Privatsphäre auf einem völlig neuen Niveau für alle, einfach zugänglich. Gleichzeitig bleiben auch diese nervigen Capture-Abfragen erspart, die man immer bekommt, wenn man mit dem Tornetz oder vom Tornetz ins Clearnet geht. Dazu kommen echte Kampfpreise und mehr Server als die allermeisten VPN-Anbieter. 5157 Server an der Zahl und das in 60 Ländern. Die Geschwindigkeit war während meinem Test wirklich solide, Probleme hatte ich exakt gar keine. Dazu kommen sogar noch sogenannte VPN-Router, die sie anbieten, die einfach den gesamten Traffic von zu Hause durch NordVPN jagen. Auch ganz nützlich, aber da gehe ich wann anders dran. Deswegen bin ich also zu dem Schluss gekommen, denn ja, das sind echte Alleinstellungsmerkmale, die ich in diesem unabhängigen Test gemacht habe. So, und erst zu diesem Zeitpunkt, das heißt nach meinem Test, habe ich bei NordVPN so mal geklopft und gefragt so, ey yo, macht's nicht mega Sinn, bei meiner Community mal ein bisschen darauf aufmerksam zu machen? Und die meinten, ja geil, was willst du haben? Ich bin ehrlich, das Video hier wäre ungesponsert genau gleich erschienen, denn es ist meine ehrliche eigene Recherche. Da ich aber gerade an meiner eigenen Academy arbeite, ist so eine finanzielle Unterstützung für mich gerade sehr, sehr wertvoll. Informatiker zu bezahlen ist wie gesagt leider sehr, sehr teuer und wenn ich das Ganze selbst entwickeln würde, was viele irgendwie denken, dann würdet ihr halt keine Videos mehr von mir bekommen. In dem Fall war es also eine Art Win-Win-Situation für mich, aber sagt NordVPN nichts davon, denn denen habe ich den Teil verschwiegen. Extra für unsere Community hat NordVPN also folgenden Deal am Start. Auf nordvpn.com/morpheus oder mit dem Code Morpheus bekommt ihr deshalb einen 2-Jahresplan inklusive dem fettesten Rabatt, den ich aushandeln konnte, plus ein Bonusgeschenk. Ich hatte euch aber noch was weiteres versprochen. Auch wenn man den anonymsten VPN der Welt gefunden hat, muss man enorm viel beachten. Der Kauf darf nicht auf euch zurückverfolgbar sein. Kauft euch NordVPN über den Tor-Browser oder in einem öffentlichen Wi-Fi. Nutzt aber bitte trotzdem meinen Referral-Code in der Beschreibung, das wäre mega nice von euch. Wenn ihr NordVPN kauft, nutzt Kryptowährungen, die nicht auf euch zurückverfolgbar sind. Also Bitcoin, die ihr vorher eben getauscht habt in Monero, habe ich ja vorhin kurz erwähnt. Und eine anonyme E-Mail-Adresse. Wenn ihr den VPN nutzt, ist es mega geil, wenn ihr euch zuerst mit dem Tor-Netzwerk verbindet und dann mit eurem VPN. Dass das sehr schwer ist, das verstehe ich, aber ja, man kann es ja mal machen. Und wie gesagt, Onion over VPN ist auch ein geiles Feature. Eine Sache ist aber mega wichtig. Wenn ihr euch bei irgendwas einloggt, zum Beispiel Google oder Instagram, ist eure Anonymität völlig dahin. Ein VPN auf dem Android-Handy zu haben, ist, als würde ich dem Google-Support eine E-Mail schreiben, dass ich ab jetzt bitte eine andere IP-Adresse haben möchte und sie sollen doch bitte mein User-Profil ab sofort dort anlegen. Das ist kompletter Käse. Wenn ihr ein bisschen anonymer werden wollt oder sein wollt und nur euren Standort verschleiern wollt, zum Beispiel zum Geoblocking umgehen, okay. Aber für Anonymität müsst ihr wirklich mehr beachten, damit das nicht auf euch zurückverfolgbar ist. Denn die Behörden können natürlich auch einfach bei Google nach eurer IP-Adresse fragen. Und ja, wenn das halt zufällig dieselbe ist wie die sie eigentlich suchen, sprich eure NordVPN-IP, dann habt ihr ein Problem. Im Zweifel holt euch 2 Abos bei NordVPN, auch wenn sich das dumm anhört. So könnt ihr sicher sein. Zum Beispiel eins für einfach all euren Traffic benutzen und eins für wirklich nur die anonymen Sachen, wo ihr wirklich aufpasst. Und ja, wenn ihr all diese Dinge beachtet, dann bringt euch ein VPN auch wirklich einen Vorteil in Anonymität und Privatsphäre. Abschließend würde ich ein paar Sachen noch gerne von euch wissen. Habt ihr einen VPN oder was nutzt ihr, um ein bisschen anonymer zu sein? Und ganz wichtig, habt ihr eigentlich Fragen? Dann schreibt sie mir bitte hier und ich beantworte sie immer wieder mal auf Instagram. Das habe ich mir jetzt vorgenommen für die nächste Zeit, so ein bisschen Q&A zu machen dort. Habt ihr Feedback, auch zum Schnitt und den Animationen, schreibt es uns super, super gerne, auch hier in den Kommentaren. Wir lesen die alle und es würde uns mega freuen, wenn wir uns da noch weiter verbessern können. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen, was auch immer, Abend oder Tag und viel Spaß natürlich beim anonymen Surfen und bis bald.